Hallo und herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Erkundung. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo auch von mir. Wir nehmen uns heute Zeit für ein Thema, das viele von euch interessieren dürfte. Schule und Lernen in Deutschland. Ja, wir schauen uns Material an, das uns ganz persönliche Einblicke gibt. Wie erleben junge Menschen hier ihren Schulalltag? Wie ist das System aufgebaut? Und vor allem, wie lernen sie am besten? Genau, und wir stützen uns dabei auf wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen. Das finde ich spannend. Da ist zum einen Lukas, ein deutscher Gymnasiast, also mitten im Schulalltag drin. Okay. Dann haben wir Sarah aus Spanien. Die hat das System sozusagen als Außenstehender neu kennengelernt. Auch interessant. Und schließlich Omar aus Ägypten, der vergleicht seine eigene Schulzeit mit dem, was er hier so mitbekommt oder erlebt hat. Also eine echt bunte Mischung an Perspektiven. Absolut. Und unsere Mission für dich heute ist es, ja, aus diesen persönlichen Geschichten die wichtigsten Erkenntnisse rauszufiltern. Wir wollen dir einen klaren Überblick verschaffen, typische Situationen beleuchten und verstehen, welche Lernstrategien hier so funktionieren. Gerade wenn du selbst lernst, vielleicht Deutsch lernst oder dich einfach für Bildungssysteme interessierst. Genau. Das ist besonders relevant, wenn du selbst gerade Deutsch lernst, vielleicht sogar hier zur Schule gehst oder einfach neugierig bist, wie Bildung in Deutschland so tickt. Okay, lass uns das mal anschauen. Wie fangen wir da am besten an? Naja, vielleicht ganz konkret, mit einem normalen Tag. Gute Idee. Wie sieht denn so ein Schulalltag für einen Teenager wie Lukas aus? Er ist 16, sagtest du, Gymnasium in Hamburg. Richtig. Er beschreibt einen ziemlich, typischen Start in den Tag. Schulbeginn ist um Punkt 8. 8 Uhr. Das ist schon früh, oder? Finde ich auch. Den Weg zur Schule, den legt er mit dem Fahrrad zurück. Das allein zeigt ja schon eine gewisse Selbstständigkeit, finde ich, die hier oft erwartet wird. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Der Unterrichtstag selbst ist dann ziemlich lang. 6 bis 8 Stunden sind da wohl die Regel. Ja, das ist schon ein volles Programm. Und spannend fand ich sein Lieblingsfach? Geschichte. Er sagt, ihn interessiert einfach, wie Menschen früher gelebt haben, wie sich Kulturen entwickelt haben. Das ist interessant, ja. Geschichte. Das passt eigentlich ganz gut zum Selbstverständnis des Gymnasiums, oder? Nicht nur Faktenwissen, sondern eben auch ein breiteres Verständnis für Zusammenhänge, für Entwicklungen. So eine Art Allgemeinbildung. Und nach diesen doch recht langen Schultagen ist dann einfach Feierabend? Oder geht's weiter? Nicht unbedingt, so wie Lukas das erzählt. Manchmal bleibt er wohl länger in der Schule, um mit Freunden Hausaufgaben zu machen. Ah, okay. Gemeinsam lernen. Genau. Oder er macht nachmittags noch Sport. Aber sein Fazit klingt insgesamt doch ziemlich zufrieden. Er meint, die Vielfalt der Fächer sorgt dafür, dass es nicht langweilig wird. Was hier faszinierend ist, oder zumindest auffällt, sind mehrere Punkte. Also nicht nur der Stundenplan. Erstens, diese klare Struktur. Fester Beginn um 8, feste Stundenzahl. Das gibt im Alltag schon einen sehr verlässlichen Rahmen. Ja, das stimmt. Zweitens, die Selbstständigkeit, die du erwähnt hast. Das Fahrradfahren ist ein Beispiel, aber es geht ja auch darum, den Schulstoff irgendwie eigenverantwortlich zu organisieren. Das ist sicher ein wichtiger kultureller Aspekt hier, oder? Diese frühe Forderung von Autonomie. Absolut. Innerhalb dieses klaren Rahmens aber. Das kann für jemanden, der aus einem System kommt, wo, sagen wir mal, mehr geführt oder kontrolliert wird, erstmal eine Umstellung sein. Du meinst, diese Mischung aus ziemlich fester Struktur und gleichzeitig der Erwartung, vieles selbst zu machen? Genau das meine ich. Es ist nicht nur der Plan, sondern das Prinzip dahinter. Und drittens wird hier natürlich das Gymnasium als eine, zentrale Säule sichtbar. Der traditionelle Weg in Deutschland, der aufs Abitur und dann vielleicht ein Universitätsstudium vorbereitet. Und diese breite Fächervielfalt, die Lukas ja auch gut findet, die ist typisch dafür. Es geht darum, ein Fundament in vielen Bereichen zu legen. Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschaft, Kunst. Okay. Das wirft doch direkt die Frage auf, auch an dich gerichtet, wie wirkt diese Kombination feste Struktur, Anspruch an Selbstständigkeit eigentlich auf dich? Ist das was, das du vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung kennst, oder ist das ein deutlicher Unterschied? Das ist eine gute Frage zum Nachdenken. Und die leitet uns eigentlich direkt zu Sarah über. Sie bringt ja genau diese Außenperspektive mit. Stimmt. Sie kommt aus Spanien, lebt seit 3 Jahren hier und sie erzählt ganz ehrlich, dass ihr das deutsche Schulsystem nach der Grundschule erstmal ziemlich verwirrend fand.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch eine Besonderheit im deutschen Schulsystem, die international nicht überall so üblich ist, diese Aufteilung in verschiedene Schulformen nach der Grundschule. Meistens nach der 4. Klasse, ne? Genau, meistens. Und das kann für Eltern und Kinder, die das halt nicht kennen, erstmal wie ein Dschungel wirken. Absolut verständlich, dass Sarah das verwirrend fand. Ja, und genau diese Aufteilung, meint Sarah, sie nennt dann auch die 3 klassischen Schulformen, die es ja in den meisten Bundesländern gibt. Die Hauptschule, die oft stärker auf eine praktische Berufsausbildung vorbereitet. Die Realschule, die so einen mittleren Bildungsweg darstellt. Von da aus kann man ja auch in qualifizierte Ausbildungen gehen oder auch auf weiterführende Schulen. Richtig. Und eben das Gymnasium, das Lukas besucht und das primär auf die Universität vorbereitet. Diese frühe Weichenstellung, die ist historisch so gewachsen. Die Idee dahinter ist wohl, unterschiedliche Talente und Neigungen gezielt zu fördern. Aber klar, es gibt auch immer wieder Kritik daran. Zum Beispiel. Naja, ob diese frühe Entscheidung nicht zu viel Druck erzeugt oder ob sie vielleicht soziale Unterschiede eher verstärkt als abbaut, das wird viel diskutiert. Interessanterweise sieht Sarah das System aber inzwischen positiv, obwohl sie es am Anfang verwirrend fand. Sie sagt, es gibt hier viele Möglichkeiten. Und jetzt kommt's, hier wird es wirklich interessant, finde ich. Ja. Sie hebt die sogenannte Durchlässigkeit hervor. Sie formuliert das so: Wenn man fleißig ist, kann man immer noch aufs Gymnasium wechseln oder später studieren. Ah, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Durchlässigkeit. Genau. Das ist sozusagen das Korrektiv zur frühen Aufteilung. Die Idee ist, gute Leistungen sollen es ermöglichen, zwischen den Schulformen zu wechseln. Also zum Beispiel von der Realschule aufs Gymnasium oder über berufliche Qualifikationen dann später vielleicht doch noch ein Studium aufzunehmen. Wenn man fleißig ist, das klingt schon sehr nach Leistungsprinzip. Ja, diese Formulierung von Sarah, die spiegelt eine tief verankerte Vorstellung hierzulande wider. Leistung und Anstrengung sollen den Weg nach oben ermöglichen. Ob das in der Praxis immer und für jeden so reibungslos funktioniert, das ist natürlich eine andere Frage. Das wird ja auch oft diskutiert. Klar. Aber das Prinzip der Durchlässigkeit, das ist schon entscheidend für die, Legitimation dieses gegliederten Systems und für das Versprechen der Chancengerechtigkeit. Also die Hoffnung, dass Türen offen bleiben, wenn man sich eben anstrengt. Sarah erwähnt aber noch was Positives: die Wertschätzung für praktische Fächer, sowas wie Technik oder Musik. Das hat sie offenbar überrascht. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Das deutsche Bildungssystem ist eben nicht nur auf akademische Karrieren fixiert. Die starke berufliche Bildung, also das duale Ausbildungssystem, das hatte ja eine lange Tradition und auch ein hohes Ansehen. Stimmt. Und die Wertschätzung praktischer Fächer, auch in den allgemeinbildenden Schulen, die spiegelt das irgendwie wider. Es geht darum, verschiedene Kompetenzen anzuerkennen und zu fördern, nicht nur die rein kognitiven. Wenn man sich dieses System anschaut, die Aufteilung, die Durchlässigkeit, die verschiedenen Schwerpunkte. Ja, was siehst du da für Vor- und Nachteile? Vielleicht auch gerade für jemanden, der neu in dieses System kommt. Das ist sicher eine komplexe Abwägung. Und um das Bild noch facettenreicher zu machen, sollten wir Omas Perspektive mit reinnehmen. Unbedingt. Der Kontrast ist wichtig. Er ist 28, kommt aus Ägypten. Und seine Erinnerungen an seine Schulzeit dort, die bieten echt einen starken Kontrast. Er erzählt von riesigen Klassen. Wie groß? Oft über 40 Schüler, sagt er. Das kann man sich hier ja kaum noch vorstellen. 40 Schüler in einer Klasse. Das verändert natürlich die gesamte Unterrichtsdynamik und was der Lehrer da überhaupt noch leisten kann für den Einzelnen. Absolut. Oma beschreibt die Lehrer dort auch als, eher streng. Und den Unterricht als stark auf Auswendiglernen ausgerichtet. Viel Frontalunterricht, wenig Interaktion, stelle ich mir vor. Genau das beschreibt er. Das klingt nach einem sehr klassischen, lehrerzentrierten Modell. Wissensvermittlung steht da im Vordergrund. Das ist ja weltweit gesehen immer noch sehr verbreitet. So ist es nicht. Richtig. Und als er dann nach Deutschland kam und hier so Einblicke bekommen hat, war er überrascht. Er beschreibt die Atmosphäre als viel lockerer. Lockerer? Was meint er damit genau? Was ihm besonders auffiel: Schülerinnen und Schüler dürfen und sollen Fragen stellen, ihre Meinung sagen, diskutieren. Das war für ihn total neu. Aha. Sein Fazit ist jedenfalls eindeutig positiv. Er findet das gut, weil man dadurch viel aktiver lernt, sagt er. Und die Dinge besser versteht.
Wenn wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen, dann beschreibt Oma hier ja den Unterschied zwischen zwei grundlegenden pädagogischen Haltungen, oder? Wie meinst du das? Naja, auf der einen Seite das System, das stark auf die Reproduktion von Wissen setzt. Auswendig lernen, Fakten pauken. Okay. Und auf der anderen Seite ein Ansatz, der stärker auf Verstehen, Anwenden, kritisches Hinterfragen und Mündigkeit abzielt. Das Ideal, im deutschen System zumindest, das Ideal ist es ja, Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Denken anzuregen. Und was bedeutet diese lockere Atmosphäre, dieses Fragen stellen dürfen, ganz konkret für den Lernprozess? Gerade auch, wenn man vielleicht eine neue Sprache wie Deutsch lernt, so auf B1, B2-Niveau. Oh, enorm viel. Wirklich. Die Erlaubnis, ja sogar die Ermutigung, Fragen zu stellen, das ist Gold wert. Warum? Es signalisiert doch, es ist okay, etwas nicht sofort zu verstehen. Es ist sogar gut, nachzuhaken. Das senkt die Hemmschwelle, sich aktiv zu beteiligen, ungemein. Kann ich mir vorstellen. Gerade beim Sprachenlernen auf deinem Niveau, B1 oder B2, wo es ja darum geht, Nuancen zu verstehen und selbst auch komplexere Gedanken zu formulieren, da ist diese offene Atmosphäre entscheidend. Wenn du dich traust zu fragen, warum sagt man das so oder können Sie das nochmal anders erklären, dann lernst du doch viel effektiver. Stimmt. Aktives Lernen, wie Oma es nennt. Genau. Das bedeutet eben auch, den eigenen Lernprozess mitzugestalten. Wenn man sich nicht traut zu fragen, dann bleibt man vielleicht bei Missverständnissen stehen und kommt nicht weiter. Ja, das blockiert dann. Richtig. Und es fördert eben nicht nur das reine Sprachverständnis, sondern auch das kritische Denken. Die Fähigkeit, eine eigene Meinung zu bilden und die auch zu vertreten. Das sind ja Kompetenzen, die in Deutschland als wichtige Bildungsziele gelten. Natürlich ist die Realität in deutschen Klassenzimmern sicher auch nicht immer nur locker und diskursorientiert. Das ist klar. Nein, sicher nicht. Aber Omas Beobachtung trifft schon einen wichtigen Kern des pädagogischen Ideals hier. Und das lässt einen doch nachdenken. Welche Art von Lernatmosphäre hilft dir eigentlich persönlich am meisten beim Lernen? Eher die klare Struktur und Ansage oder eher der Raum für Fragen, für Diskussion? Das ist sicher eine sehr individuelle Sache. Genau wie die Lernstrategien selbst. Absolut. Und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt in unseren Quellen. Wie lernen denn Lukas, Sarah und Oma ganz persönlich am liebsten? Die Rahmenbedingungen sind das eine, aber die eigenen Tricks und Kniffe, die sind ja das andere. Genau. Lukas zum Beispiel, der sagt, er lernt am besten, wenn er den Stoff jemand anderem erklärt. Ah, der Klassiker. Ja, er meint, wenn ich es meiner Freundin erkläre, merke ich sofort, ob ich es wirklich verstanden habe oder wo ich selbst noch unsicher bin. Das ist eine bekannte und auch wirklich sehr wirksame Methode. Dieses Lernen durch Lehren sozusagen. Indem man gezwungen ist, den Stoff für jemand anderen verständlich aufzubereiten, muss man ihn ja selbst tief durchdringen. Man muss ihn strukturieren und erkennt dann eben auch die eigenen Wissenslücken. Das ist eine sehr aktive Form der Auseinandersetzung mit dem Stoff. Sarah verfolgte einen ganz anderen Ansatz. Sie braucht zum Lernen absolute Ruhe. Okay, das Gegenteil. Total. Sie sagt, ich kann nur lernen, wenn es ganz still ist. Ablenkung ist Gift für sie. Und sie ist ein visueller Typ. Sie macht sich viele farbige Notizen und lernt gerne mit Karteikarten. Hier sehen wir also den Fokus auf Konzentration und visuelle Strukturierung. Die Ruhe minimiert äußere Reize, die Farben, die Karteikarten, die helfen, Informationen zu gliedern, zu visualisieren und dann auch im Gedächtnis zu verankern. Das spricht klar den visuellen Lerntyp an. Und vielleicht auch den eher Introvertierten, der ungestört arbeiten muss. Und dann haben wir noch Oma, der Dritte im Bunde. Er lernt am liebsten, indem er hört und gleichzeitig sieht. Ah, die Kombination. Ja, er nutzt gerne Podcasts und Lernvideos, gerade auch zum Sprachenlernen. Sein Zitat dazu war, wenn ich die Sprache höre und gleichzeitig den Text lese, bleibt es besser im Kopf. Das ist ein klassisches Beispiel für multisensorisches Lernen, also die Ansprache mehrerer Sinne gleichzeitig. Die Kombination von Hören, auditiv und Sehen, visuell, die kann die Informationsverarbeitung nachweislich verbessern. Wirklich? Ja, das Gelernte wird dadurch tiefer verankert. Gerade für Sprachen ist diese Verbindung von Klang, Schriftbild und Bedeutung extrem hilfreich. Viele Lernmaterialien, auch für Deutsch als Fremdsprache, setzen ja genau auf dieses Prinzip. Videos mit Untertiteln, Audio mit Transkript. Das stimmt.
Diese 3 Beispiele: Lukas erklärt, Sarah visualisiert in Ruhe, Oma kombiniert Hören und Sehen, die zeigen doch wunderbar, den einen perfekten Lernweg gibt es einfach nicht. Das ist wohl wahr. Und das wirft eine wichtige Frage auf. Oder besser gesagt, es bestätigt eine wichtige Erkenntnis für jeden Lernenden, für dich. Wie gut kennst du eigentlich deine eigenen Präferenzen? Was für Lukas super funktioniert, wäre für Sarah wahrscheinlich der Horror. Und umgekehrt. Genau. Was Oma hilft, nutzt jemand anderem vielleicht wenig. Hast du für dich denn schon herausgefunden, welche Methoden dir am besten helfen? Dir neue Dinge, egal ob Grammatik, Vokabeln oder ganz andere Themen anzueignen? Erkennst du dich vielleicht in einem der Typen wieder oder hast du eine ganz eigene Mischung? Diese Selbstreflexion ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja? Wenn wir jetzt mal die Kernaussagen aus den Berichten zusammenziehen, so wie es ja auch die Quellen tun, dann kristallisieren sich irgendwie 3 Punkte heraus. Okay, welche wären das? Erstens, es gibt viele Wege zum Ziel. Sowohl im Bildungssystem, Stichwort Durchlässigkeit, als auch beim persönlichen Lernen. Zweitens, Selbstständigkeit spielt in Deutschland eine große Rolle. Man muss oft selbst die Initiative ergreifen. Das kam ja bei Lukas schon raus. Ja. Und drittens, ein Punkt, der oft genannt wird: Lernen sollte idealerweise auch Spaß machen und motivieren. Also, was bedeutet das alles, wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen wollen? Lass uns diese 3 Punkte noch mal kurz schärfen. Viele Wege führen zum Ziel. Das klingt erstmal positiv, klar. Aber es bedeutet eben auch, dass man sich orientieren und Entscheidungen treffen muss. Das ist nicht immer leicht. Stimmt, man muss den eigenen Weg finden. Genau. Und die Selbstständigkeit, die so betont wird, das ist ja mehr als nur allein lernen zu können. Das impliziert Planungsfähigkeit, Eigenverantwortung, auch mal Frustrationstoleranz, wenn was nicht klappt. Die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Das sind schon hohe Anforderungen. Absolut. Gerade wenn man neu in einem Land oder Bildungssystem ist und vielleicht aus einer Tradition kommt, in der mehr vorgegeben wird. Das kann eine echte Herausforderung sein, diese erwartete Selbstständigkeit zu entwickeln. Klingt, als bräuchte man dafür vielleicht auch Unterstützung oder zumindest Orientierung? Unbedingt. Und dann der 3. Punkt: Spaß und Motivation. Das klingt vielleicht ein bisschen weich, aber es ist neurobiologisch betrachtet essentiell für nachhaltigen Lernerfolg. Ach, wirklich? Ja. Intrinsische Motivation, also Lernen, weil man es selbst will, weil es einen interessiert. Das ist der stärkste Antrieb, besonders für so langfristige Projekte wie das Erlernen einer Sprache bis zum B1 oder B2-Niveau oder sogar noch weiter. Und wenn der Spaß fehlt? Dann wird es schnell zur Qual. Und man gibt leichter auf. Die große Frage für jedes Bildungssystem, aber auch für jeden einzelnen Lernenden, für dich, ist doch: Wie kann man diese Motivation aufrechterhalten oder immer wieder neu entfachen, auch wenn es mal schwierig wird? Das ist die Millionen-Euro-Frage. Ja, quasi. Wie wichtig ist dir persönlich dieser Faktor Motivation im Vergleich zur reinen Disziplin? Und wie schaffst du es, dich selbst bei Laune zu halten, wenn du zum Beispiel, deutsche Artikel oder unregelmäßige Verben lernen musst? Das sind Fragen, die wohl wirklich jeden Lernenden umtreiben. Wir haben heute also einen echt bunten Strauß an Einblicken bekommen, finde ich. Definitiv. Vom Alltag am Gymnasium über die doch recht komplexe Struktur des deutschen Schulsystems und dessen Wahrnehmung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Bis hin zu diesen ganz persönlichen Lernstrategien. Ja, war eine Reise durch verschiedene Facetten des Lernens in Deutschland. Und vielleicht nimmst du daraus ja noch einen abschließenden Gedanken mit für dich. Ja, gerne. Die Berichte von Lukas, Sarah und Oma, die zeigen doch eindrücklich, wie unterschiedlich Schule und Lernen erlebt werden kann. Abhängig vom Hintergrund, von der Persönlichkeit, vom System selbst. Und das führt mich zu einer grundlegenden Frage. Inwieweit prägt eigentlich die eigene Schulerfahrung, die wir ja alle irgendwie gemacht haben, unsere spätere Haltung zum Lernen? Unsere Neugier, unsere Bereitschaft, uns auf Neues einzulassen, vielleicht sogar die Art, wie wir heute Deutsch lernen? Das ist eine spannende Frage für die Selbstreflexion, stimmt? Finde ich auch. Absolut. Denk gerne darüber nach, was das für dich und deinen eigenen Weg bedeutet. Manchmal hilft es ja, die eigenen Erfahrungen im Licht anderer zu betrachten. Damit sind wir für heute am Ende unserer Analyse. Danke, dass du uns begleitet hast. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald.